Herzlich willkommen zum Start der Supermoto IDM-Saison 2019 hier im Emstal-Stadion in Hasewinkel. Trotz seiner starken Zeiten in den freien Trainings hat es für Jan Deitenbach leider nur zu Platz 9 in der Startaufstellung gereicht. Every breath that's taken is the last I may see. I don't care. I don't care. Meine ersten beiden freien Trainings liefen eigentlich richtig gut in Hasewinkel. Ich war einmal Vierter und einmal Erster und wusste eigentlich, dass ich noch ein bisschen was nachlegen kann, weil ich nicht bei 100% war. Habe mich aber auch viel zu selbstsicher gefühlt, auch durch die Tests, welche ziemlich gut verliefen alle, und habe im Zeittraining selber gar nichts auf die Kette bekommen, stand komplett neben mir, habe wirklich Anfängerfehler gemacht, welche eigentlich nicht mehr mir unterlaufen dürfen, und habe mich dann in eine ganz schlechte Ausgangsposition eigentlich für den Rennsonntag gebracht, weil einfach im Qualifying nichts mehr zusammengelaufen ist. Mein Name ist Jan Deitenbach, ich bin 29 Jahre alt, komme aus Iserlohn und fahre seit meinem 4. Lebensjahr Motorradrennen. Angefangen habe ich mit Motocross mit 4 Jahren. Mit 12 Jahren habe ich dann zum Supermoto gewechselt. Seit 4 Jahren arbeite ich mit meinem Mechaniker Sebi zusammen, Sebastian Röhler. Anfangs war er für meinen Teamkollegen Till damals Mechaniker, und das Jahr danach habe ich ihn dann übernommen, und jetzt sind wir seit 4 Jahren ein gutes, eingespieltes Team. Dazu kommt noch mein Dad, wer zu Hause eigentlich alles macht, das Motorrad vorbereitet für die Rennen, mein Trainingsmotorrad, also das Motocross-Motorrad vorbereitet für die Trainings und alles. Dann gibt es noch Flo Zilz, wer sich um meinen Fitnesszustand kümmert, wer mir meine Pläne schickt, wer überprüft, wie fit ich gerade bin, mit denen ich alles durchgehe. Dann gibt es noch meine Freundin, die mir halt meinen Rücken frei hält auf den Rennveranstaltungen. Und das ist so das Team Deitenbach 44. The moment's come now, so take it to fight for what I believe. 'Cause I can, yeah I can. Der erste Lauf, ich hatte nicht den optimalen Start, lag auf 7, bin dann in der ersten Runde dann auf 6 vor, konnte da dann bleiben, den Speed mitgehen. Hing dann aber hinter meinem Teamkollegen Toni Kretek fest und habe einfach auch keinen Weg dran vorbeigefunden. Hatte dann 4 Minuten vor Schluss in der Trippe links einen großen Rutscher, musste einmal kurz ein bisschen weit gehen. Als ich dann wieder auf der Strecke war, habe ich gesehen, die nächste Staubwolke vor mir, und da war Toni das Vorderrad eingeklappt und ich hatte Weg frei, lag dann auf 5 und bin dann das erste Mal wieder seit langem einfach Motorrad gefahren. Die Rundenzeiten waren super schnell, die locker fürs Podium dann gereicht hätten, und konnte dann die Lücke zu Peter Forlicek zufahren. Aber zu einer Attacke hat es dann am Schluss nicht mehr gereicht. Doch war ich einfach von meinem Fahren dann ziemlich zufrieden, weil das schon gut war. Mit P5 beim Saisonauftakt war okay für die Ausgangsposition, aber definitiv nicht das, was ich mir gewünscht hätte oder ausgerechnet hätte.
zweiter Lauf, er fing turbulent an. Meine Handschuhe wurden vergessen im Wohnmobil, sodass ich erst ohne Handschuhe da stand. Beim Start zur Warm-Up-Lap habe ich einfach gemerkt, dass irgendwas auch mit dem Motorrad nicht stimmt, weil der Motor einfach lauter war als sonst. Ja, es gab einfach große Verunsicherung für mich dann schon quasi vor dem Rennenstart. War dann einfach viel zu vorsichtig, war auch gehemmt im Kopf, weil ich einfach nichts kaputt machen wollte oder gehofft habe, dass das alles einfach hält. Ja, im Laufe des Rennens, als ich dann noch mehr Position verloren habe, habe ich mir dann irgendwann einfach gesagt, so jetzt entweder geht sie kaputt oder ich komme jetzt wieder nach vorne. Und diese beiden Möglichkeiten habe ich, weil noch mehr Punkte kann ich nicht verlieren. Und ja, glücklicherweise hat es gehalten bis zum Schluss und ich konnte wieder bis auf Platz 5 vorfahren, aber es war nicht der optimale Start in ein Rennen und gewisse Dinge sollten auch einfach nicht passieren. Aber das ist Racing und da steckt man nicht drin. Und ja, man muss es einfach abhaken oder ja, versuchen, besser auszublenden. Ja, Motocross habe ich mit angefangen. Das ist das, was ich mein Leben lang gemacht habe, was eigentlich meine heimliche Leidenschaft ist, wo ich einfach immer Spaß habe und wo ich sage, das ist das beste Training, was man machen kann, denn keine einzige Sportart oder ein Sportler ist so fit wie der Motocross-Fahrer und deswegen denke ich, dass Motocross einfach auch das beste Training ist, um ja, fit zu bleiben und um sich weiterzuentwickeln auf dem Motorrad. Grundsätzlich sollte ich einfach nicht mehr drüber nachdenken, was könnte passieren, was passiert danach, sondern einfach auf das, was jetzt kommt, den Fokus richten und ja, einfach seine Sache abspulen und mit Selbstsicherheit rangehen und darf mich da gar nicht so unter Druck setzen lassen von anderen, sondern einfach sagen, so, ich mache mein Ding und da einfach bleiben und dann funktioniert es auch. Finale der Saison 2019 stehen wir wieder hier in Harsewinkel, wo im April schon die Saison begann. Trotz des damals sehr durchwachsenen Saisonstarts hat es Jan Deigenbach geschafft, mit der Red Plate des Meisterschaftsführenden hier an den Start zu gehen. Also nach Oschersleben habe ich mir gedacht, was soll denn jetzt noch passieren? Wir haben 25 Punkte Vorsprung. Das erste Mal dran geglaubt war dann wirklich nach St. Wendel, wo ich das Overall gewinnen konnte mit 1 und 3 und ich das erste Mal Meisterschaftsführender war. Und ab da war für mich, ja okay, ich kann um die Meisterschaft mitkämpfen, wir dürfen aber keine Fehler machen. Und dann, wie gesagt, der große Punkt war dann in Oschersleben, wo wir dann ja, offiziell das Ziel dann auch erhöht haben auf, ja, wir wollen um den Titel fahren. Dass ich es schaffen werde. Das Gefühl war wirklich da, der Wille war da,
Und ich habe halt mir morgens auf der Hinfahrt gesagt, egal was passiert, ich werde bis zur letzten Runde kämpfen. Ja, es war so eine Mischung aus Nervosität und Angespanntheit. Ja, irgendwie war es mir klar, dass ich einfach eine riesen Chance habe und wollte die unbedingt nutzen. Mein Start war ganz gut, hing halt hinter Marc Reiner fest und habe halt in der dritten Kurve einmal durchgezählt, dass ich viel zu weit hinten bin und wusste einfach nur, okay, jetzt muss ich irgendwas unternehmen, um nach vorne zu kommen, und konnte dann Eingang Offroad 3 Leute überholen und war dann direkt hinter Simon und habe dann gesagt, gut, das ist genau die Position, wo ich jetzt sein muss. Ja, habe damit ja so mehr oder weniger die halbe Miete mir geholt. Zweiter Lauf und damit das endgültige Finale der Saison 2019. Wenn Wilhelmsen nicht gewinnt, reicht Jan Deitenbach Platz 9 zum Titelgewinn. Hab Spaß und bleib sitzen, okay? Dann ist alles gut. Werde Neunter. Egal wie, werde einfach Neunter. Für mich war der zweite Lauf deutlich schwieriger als der erste, weil ich wusste, dass mir nicht so viel passieren kann, dass ich mich einfach in der ersten Runde aus dem Gröbsten raushalten muss und dann einfach nicht hinfallen darf. Und Jan Deitenbach hat es geschafft. Internationaler deutscher Supermoto-Meister 2019. Es gab viele Leute, die immer gesagt haben, dass ich es niemals schaffen werde. Und den Leuten konnte ich einfach das Gegenteil beweisen. Ich habe es nicht für irgendjemanden getan, ich habe es für mich selber getan. Es war einfach ja, ein Wille, der in mir drin war, den ich schaffen wollte unbedingt. Und von dem her bleibt für mich einfach meine Genugtuung. Und ich denke, das ja, ist schon ziemlich viel wert für einen.